Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe hier neben unserer Fante Caballero 500 und wir hatten ja schon vor einiger Zeit angekündigt, dass wir noch ein Einbauvideo machen wollen, denn an dieser Caballero haben wir unseren Kettenöler verbaut. Darum soll es heute gehen in dem Video. Zusätzlich dazu gibt es noch eine Produktvorstellung und zwar soll es heute auch um unsere Doppeldüse gehen. Die haben wir hier in der Caballero schon verbaut, jetzt auch einige Kilometer getestet und die wird nun bei uns zeitnah ins Programm aufgenommen werden und das wollen wir euch heute einfach vorstellen. Also dranbleiben. Also zu Beginn, bevor man den Kettenöler einbaut, empfehlen wir immer einfach, sich mal einen Überblick zu verschaffen über die einzelnen Komponenten, dass man sich auch ein bisschen Gedanken machen kann, wo will ich was verbauen und was ist natürlich auch im Paket enthalten. Wir machen eigentlich immer so die Reihenfolge, wir bauen erst den Tank, dann das Dosierventil, Auftragsdüse, dann die elektrischen Anschlüsse und ja, ich glaube das war's. Kabel noch aufräumen und ein bisschen gucken, dass alles soweit gut verlegt ist. Genau, aber wir fangen jetzt auch hier mit dem Tank an. Den haben wir links vom Lüfter, vom Kühler, hinterm Kühler angebracht, das seht ihr ja. Und wir haben dazu ein zusätzliches Halteblech uns noch gebogen. Einfach als Halter, der ist über diese zwei Schrauben fixiert. Die Zeichnung dazu gibt es in der modellspezifischen Einbauanleitung auf unserer Internetseite. Das Heck war ziemlich verbaut oder es ist nicht viel Platz an der Maschine, deswegen haben wir den Platz hier vorne auch gewählt. Wir wollten es auch im Sichtbereich haben, unter anderem auch wegen dem Ölstand zur Kontrolle. Genau, gleichzeitig haben wir hier vorne auch den Befüllstutzen liegen, dass wir den Öltank wieder befüllen können. Das ist dann alles hier vorne aufgeräumt. Genau, und die Ölleitung geht vom Öltank hier unten raus am originalen Kabelbaum entlang auf die andere Seite vom Tank zum Dosierventil. Das werden wir euch dann gleich noch zeigen. Die Leitung, die rüber zum Dosierventil geht und auch die vom Befüllstutzen ist zusätzlich noch mit dem Hitzeschutzschlauch geschützt. Wir sind natürlich im Bereich vom Motor hier vorne, da kommt es ja zu einer größeren Hitzeentwicklung. Deswegen haben wir diesen zusätzlichen Schutz noch eingebaut. Was wir nachträglich auch noch installiert haben bei dem Öltank ist jetzt die variable Tankentlüftung, die ist ja optional erhältlich. Und wir haben einfach gedacht, naja, bei so langen Regenfahrten kann es schon mal kommen, durch dieses ganze Spritzwasser von vorne oder auch viel Wasser dann noch von oben, das Wasser über die Entlüftung eindringt. Das wollten wir verhindern, deswegen haben wir hier die variable Tankentlüftung installiert, dass die Luftzufuhr vom Tank dann auch geschützt installiert werden kann. Genau, das ist so von dieser Seite aus das und zur nächsten Komponente geht es dann zum Dosierventil auf die andere Seite. Also kommen wir jetzt zum Dosierventil. Wir befinden uns auf der rechten Seite vom Motorrad. Das Dosierventil ist jetzt hier unterhalb vom Tank angebracht und zwar haben wir den mitgelieferten Halter verwendet für das Dosierventil und haben diesen wiederum am Motorhalter angebracht. Das Dosierventil befindet sich jetzt vom Höhenniveau höher als der Tank. Das ist ein relativ wichtiger Punkt, weil wir das immer wieder gefragt werden, wie kann ich meine Ölleitung verlegen, wie kann das Dosierventil positioniert werden. Also das Dosierventil kann höher als der Tank montiert werden, solange die Auftragsdüse niedriger als der Tank ist. Das ist das Wichtigste. Und das haben wir jetzt in diesem Fall auch so montiert. Die Ölleitung vom Öltank kommt, also es geht ja einmal von der anderen Seite, Öltank auf der linken Seite, geht die Ölleitung an der Kurbelgehäuseentlüftung, das ist der dicke Schlauch, wird sie mitgeführt. Wie gesagt, haben wir auch dort den Hitzeschutzschlauch angebracht und geht dann einmal unterhalb vom Tank, macht es einen Bogen, kommt auf der anderen Seite wieder runter und dann hier ins Dosierventil. Vom Dosierventil dann wieder austretend geht es Richtung Airbox, die Ölleitung Richtung Auftragsdüse. An der Airbox dann runter zwischen Federbein und Rahmen und links innen am Rahmen dann runter Richtung Schwinge. Das ist die andere Ölleitung. Die Kabel, also die Anschlüsse für das Dosierventil, gehen auch Richtung Airbox und werden dann auch normal an den anderen Kabeln entlang geführt, Richtung unter die Sitzbank, wo unsere ganzen Anschlüsse, Stromanschlüsse und auch die Steuereinheit dann verbaut sind. So, den Regenschalter, den haben wir ganz normal und spektakulär am Lenker verbaut, so wie bei fast jedem Einbau. Hier links an der Armatur oder an der Klemmschraube von der Armatur des Spiegels. Und das Kabel haben wir dann entlang an bereits vorhandenem Kabelbaum auch gelegt. Lenkkopf vorbei, unterm Tank bis hinten zum Heck. Den Tank mussten wir dafür nicht demontieren, das ließ sich eigentlich alles so gut durchführen. Und neben der Batterie ist unsere Steuereinheit. Da sind die ganzen Anschlüsse dann auch gebündelt. Ja, also die Strecke musste man ungefähr zurücklegen. Das ging eigentlich ziemlich flott und unkompliziert.
Also unsere Anschlüsse vom Kettenöler, die haben wir jetzt alle hier unter der Sitzbank installiert. Wie ihr seht, ist das alles ein bisschen von den Komponenten her eng. Deswegen haben wir den Tank auch vorne verbaut, hinter dem Kühler und nicht hier hinten. Für die restlichen Anschlüsse und Kabel haben wir hier aber noch genug Platz gefunden. Fangen wir an mit den Stromanschlüssen. Normal an die Batterie, rot und schwarz, sollte jedem klar sein. Die Batterie ist eine Lithium-Ionen-Batterie, die wir zusätzlich noch verbaut haben. Die weicht also gegebenenfalls von eurer Caballero ab. Das ist nicht mehr die Standardbatterie. Die haben wir einfach aus Gewichtsgründen hier verbaut. Unsere Steuereinheit befindet sich jetzt hier zwischen der Batterie und dem Anlasserrelais. Die Schraubverbindungen, die zum Dosierventil und dem Regenschalter führen, die haben hier runter Platz gefunden. Das ging eigentlich alles ganz gut. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Schaltleitung, die unseren Kettenöler aktiviert bei Zündung, also sobald die Zündung geschaltet wird. Die haben wir auf die Kennzeichenbeleuchtung gelegt, haben da den Original Japan-Rundstecker, der standardmäßig verbaut ist, entfernt, einen neuen Flachstecker angekrimmt und dann unsere Steuerleitung zusammen mit der Kennzeichenbeleuchtung auf einen Stecker gelegt und ja, eine lösbare Verbindung hergestellt. Und das konnte jetzt eigentlich alles gut und sauber verstaut werden. Sind wir mit dem Ergebnis auch zufrieden. Keine großartig überschüssigen Kabellängen. Genau, aufgeräumte Sache, würde ich sagen. Also jetzt kommen wir zu der untersten Komponente sozusagen von unserem Kettenölersystem, der Auftragsdüse. Unsere Ölleitung kommt ja vom Dosierventil oben, was rechts unterhalb vom Tank verbaut ist. Wir haben die Leitung dann Richtung Airbox verlegt, sind vor der Airbox dann noch runtergegangen und hier innen am Rahmenrohr runter, also zwischen Rahmen und dem Federbein. Da haben wir auch einen von unseren Schlauchhaltern platziert. Sind dann am Rahmen runter und von innen an die Schwinge, auch aus Schutzgründen, wenn man jetzt im Gelände unterwegs ist, dass die Ölleitung noch ein bisschen geschützter ist, innen an der Schwinge entlang, auch mit unserem Schlauchhalter, bis nach hinten zum Kettenrad und dann schließlich in unsere Auftragsdüse. Da werden wir dann ja noch beim zweiten Punkt von unserem Videoinhalt, unsere Produktvorstellung, die Doppeldüse. Wir wurden in den letzten Jahren immer wieder gefragt, hey, habt ihr eine Doppeldüse, bietet ihr die an? Warum nicht? Weil wir da eigentlich am Anfang nicht so von überzeugt waren und dann haben wir gesagt, okay, wir sollten uns ja zumindest mal mit dem Thema richtig beschäftigen. Das heißt, eine konstruieren und sie auch testen. Das haben wir jetzt gemacht. Also die Doppeldüse hier an der Caballero haben wir schon einige tausend Kilometer jetzt getestet und sind zu dem Schluss gekommen, dass sie in bei gewissen Umständen ihre gute Berechtigung hat und auch einen Mehrwert für den Motorradfahrer schafft. Jetzt ist es so, grundsätzlich beim Kettenöler ist es ja, wenn das Öl am Kettenrad oder auch im Ritzel vorne aufgetragen wird, braucht es eine gewisse Zeit, um sich auf der Kette auch zu verteilen. Und wenn man jetzt in Situationen unterwegs ist, wo es zum Beispiel Wasser gibt, also im Regen oder eine sehr nasse Straße oder eben auch im Gelände, das heißt wir haben Dreck, Staub, alles Mögliche, dann wird der Ölfluss einfach gehindert und das Öl wird früher gebunden oder früher auch von der Kette abgewaschen, wenn es jetzt in einer Regenfahrt zum Beispiel ist. Das heißt, das Öl kann sich nicht so gut auf der Kette verteilen. Dann kommt natürlich so eine Doppeldüse zum Tragen oder die Funktion der Doppeldüse, weil wir einfach von beiden Seiten am Kettenrad das Öl auftragen können. Und der Ölfilm kann sich schneller auf der Kette oder auch gleichmäßiger ausbreiten. Also das ist der klare Mehrwert, so wie wir ihn erfahren haben, von so der Doppeldüse in solchen Situationen. Das ist dann natürlich ein bisschen abhängig vom Fahrer, was der Kunde auch entscheiden will, wie oder wo bin ich unterwegs. Reicht mir die einfache Düse, wie sie in unserem Kettenöler-Set auch vorhanden ist? Oder will ich vielleicht doch ein bisschen spezieller gehen und es mit der Doppeldüse hier probieren? Also müssen sagen, beide Systeme funktionieren gut. Man muss ein bisschen abwägen, was werde ich fahren, was will ich fahren. Die ist ja, wie gesagt, das ist ja auch ein Zusatzprodukt. Das andere ist ja bereits in unserem Kettenöler-Set enthalten. Und genau, da muss man ein bisschen abwägen. Wir haben die Erfahrung gemacht, wie gesagt, es schafft einen Mehrwert, muss man ganz klar sagen. Die andere Düse, definitiv funktioniert die auch sehr gut. Wir haben die auch in unseren anderen Motorrädern immer noch verbaut und werden das auch weiterhin so belassen, einfach, dass wir auch immer einen guten Vergleich haben. Was man vielleicht noch hier bei der Doppeldüse sagen sollte, die Montage ist so ein bisschen, man muss sich ein bisschen mehr Mühe geben oder ein bisschen genauer das machen. Also die Justierung ist ein bisschen aufwendiger als bei der einfachen Düse. Das ist noch so als vorsichtigen oder Hinweis, jetzt vielleicht nicht direkt ein Nachteil, aber ja, also die Bewegungsfreiheit der Doppeldüse ist ein bisschen mehr eingeschränkt. Das ist mit der einfachen Düse ist es einfach einfacher, die hat mehr Spielraum, einfach weil sie auch länger ist.
Also da muss man ein bisschen abwägen. Aber beides geht gut zu installieren. Die Doppeldüse kann man auch über die Klemmschraube hier lösen. Dann kann man die also einmal rausschwenken, so, also nach unten wegschwenken oder auch dann komplett aus dem Halter rausnehmen. Das ist auch was wir ganz klar den Kunden empfehlen, wenn es jetzt mit dem Motorrad zum Beispiel zum Händler geht oder zum Kundenservice. Wir hatten grundsätzlich in den letzten Jahren auch immer wieder viele Kundenreklamationen, die gesagt haben, hey, ich hatte mein Motorrad beim Händler und der hat mir die Düse abgerissen. Das ist immer so ein bisschen ein sensibles Thema, wenn man jetzt nicht den Händler direkt explizit darauf hinweist, ich habe einen Kettenöler montiert, pass bitte auf die Düse auf, dann empfehlen wir den Kunden wirklich, das vorher die Düse, ob es jetzt eine Einzeldüse oder die Doppeldüse ist, zu demontieren, weil es einfach ärgerlich ist. Und die Doppeldüse ist ja auch als Ersatzteil ein Stück teurer als die Einzeldüse. Genau, das ist noch so als Hinweis, würden wir das gerne unseren Kunden noch mitgeben, dass sie sagen, wenn es zum Händler geht, Düse am besten demontieren, wenn möglich, oder nach unten wegschwenken, dass sie einfach geschützt ist und nicht beschädigt wird. Ja, also das ist unsere Erfahrung mit der Doppeldüse. Das geben wir gerne den Kunden weiter und wir freuen uns natürlich auch auf Rückmeldungen von euch, von den Kunden, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Sie hat einen Mehrwert, man muss einfach wissen, was will ich mit meinem Motorrad machen, wo will ich hin. Und das wollten wir unseren Kunden einfach noch anbieten, einfach als Zusatzoption, dass auf jeden Fall die Kette gut geschmiert ist weiterhin. Ja, wir freuen uns auf Rückmeldung und sind gespannt, wie das auch angenommen wird, das Produkt. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Genau, also wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Kommentare habt zu unserem Einbau, könnt ihr gerne unten in der Kommentarfunktion hinterlassen. Wie gesagt, die Einbaudokumentation jetzt hier speziell von der Caballero, die gibt es auch bei uns auf der Internetseite. Ersatzteile, die ihr natürlich hoffentlich nicht brauchen werdet, gibt es sonst auch zu kaufen. Und dann freuen wir uns auf das nächste Video mit euch.